Wir sehen hier neben uns den A7V, das war der erste deutsche Panzer im Ersten Weltkrieg. Von diesem Panzer wurden 20 Stück gebaut. Es gab noch ein anderes Modell, von dem ungefähr 5 gebaut wurden. Demgegenüber standen 6.838 alliierte Panzer. Das bedeutet ein Verhältnis von ungefähr 273:1. Stellt sich die Frage, wie kommt dieses Verhältnis zustande? Nun, oftmals hört man die Erzählung, dass die oberste Heeresleitung oder der Kaiser vielleicht sogar selber die Technik nicht verstanden habe oder sie abgelehnt habe. Das ist Unsinn. Die Quellen sagen was anderes. Als die Briten 1916 den Panzer zum ersten Mal eingesetzt haben, haben die deutschen obersten Militärs sofort gesagt, das brauchen wir auch, das brauchen wir in großer Zahl. Das war im September 16. Im April 17 war die Meinung schon eine ganz andere. Da wurde gesagt, wir brauchen es nicht mehr. Wir entwickeln ein bisschen, aber wir brauchen keine großen Zahlen. Wie ist diese Meinungsänderung zustande gekommen? Erstens, der Tankschreck war weg. Man hatte sich an den Panzer gewöhnt, der feindliche Panzer war kein großer Schrecken mehr, man konnte ihn ausschalten. Die Dinger blieben oft von selber liegen, sie waren nicht so entscheidend, wie man erst dachte. Gleichzeitig aber haben diese Fahrzeuge zweitens sehr, sehr viele Ressourcen verschwunden. Neben 25 Tonnen Stahl für das Panzergehäuse und die Bauteile innen drin brauchte man auch sehr seltene und sehr wichtige Rohstoffe, zum Beispiel ungefähr 4,5 Tonnen Aluminium, 1,5 Tonnen Kupfer-Zinnlegierung und nicht weniger als 7 Zentner andere wichtige Metalle, wie zum Beispiel Messing, Nickel und reines Kupfer. Das bedeutet, diese Fahrzeuge hätten genau die Ressourcen abgezogen, die die U-Boot-Waffe auf der anderen Seite gebraucht hätte. Die U-Boot-Waffe war ein erprobtes System, diese Fahrzeuge brauchten dieselben Rohstoffe und die U-Boot-Waffe konnte versprechen, wir beenden den Krieg in einem halben Jahr. Denn die U-Boot-Waffe sagte, wenn wir Großbritannien einzäunen und die Lieferung abblockieren, dann wird Großbritannien um Frieden bitten müssen. Das heißt, die oberste Heeresleitung hatte die Wahl zwischen einem neuen System, das nicht unbedingt große Erfolge versprach, und einem bewährten System, das den Krieg entscheiden könnte, zumindest theoretisch. Aus dieser Sicht hat die Entscheidung der obersten Heeresleitung, diese Fahrzeuge kaum zu bauen, absolut Sinn gemacht. Der A7V hat vorne und hinten an seiner Panzerwand eine solche sogenannte Nase. Das ist diese Spitze, die vorne ins Bild ragt. Diese Nase ragt über die Ketten hinaus. Die Ketten sind unter dem Fahrzeug versteckt. Das Problem ist, dass diese Nase ganz oft im Schlamm und im Geröll stecken geblieben ist, wenn der Panzer versucht hat, über Krater oder Gräben zu kommen. Die britischen Panzer, die Mark-Tanks, hatten große umlaufende Ketten, die dafür gesorgt haben, dass sie leicht über solches Gelände hinwegfahren konnten. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum hat der A7V solche Nasen vorne und hinten, wenn sie doch so unpraktisch waren? Der A7V ist ein Krieg des Grabenkrieges. Das bedeutet, dass das Gelände unglaublich zerfurcht war, von Kratern übersät, es riesige Gräben überall gab. Und das bedeutet, dass alles, was nach vorne musste, um diesen Krieg am Laufen zu halten, Munition, Ausrüstung, Verpflegung, alles, was dazugehört, irgendwie nach vorne geschafft werden musste durch dieses Gelände. Und Pferde und Wagen kamen dabei ganz, ganz schnell an ihre Grenzen. Das bedeutete, als der A7V geplant wurde, wurde sofort gesagt, er muss eine Doppelrolle erfüllen. Er muss einerseits als Panzerwagen ausführbar sein, das bedeutet, er musste so einen Panzerkasten tragen können. Er sollte aber auch als sogenannter Überlandwagen quasi ein Lastwagen mit Ketten sein, der durchs Gelände rollen konnte und Ausrüstung und Munition nach vorne bringen konnte. Und dazu war nötig, dass der A7V eine flache Transportebene aufnehmen konnte. Das bedeutet, der Überlandwagen sah im Prinzip genauso aus, hatte aber eine große Ebene mit einem Geländer drumherum, auf das Kisten, Säcke und dergleichen oder eben auch Munition verladen werden konnte. Das zeigt, dass der A7V sozusagen ein modulares System ist, das mit Nachteilen gewisse Vorteile erkauft. Ein Vorteil, der fast vergessen ist, weil er kaum ausgenutzt wurde, war, dass diese flache Ebene eben auch bedeutete, dass der A7V als Waffenträger genutzt werden konnte oder für ganz verschiedene Zwecke. Es gab zum Beispiel ein Modell, auf dem 2 Flak, also Flugabwehrkanonen, montiert waren. Und es gab ein Modell, das einen automatischen Grabengräber hinten dran hatte, also quasi eine kreisrunde Schaufel, die einen Graben automatisch gezogen hat aus der Erde, weil man diese Maschine eben auf diese Plattform setzen konnte. Und ein weiterer Vorteil ist, dass die Ketten durch dieses Panzergehäuse geschützt waren. Die Mark-Tanks konnten relativ leicht ausgeschaltet werden, indem man die Ketten angegriffen hat. Das bedeutet, der A7V hat natürlich den Nachteil der Nase, keine Frage, aber die Nase hat auch einige entscheidende Vorteile gebracht. Es ist also nicht ganz so einfach zu sagen, dass es einfach ein verunglücktes Design war. Wir befinden uns jetzt im A7V und das Bild, das Sie hier sehen, trügt. Sie sehen einen großen, relativ hellen, geräumigen Panzer. Im Einsatz war das Gegenteil der Fall. Erstens mal, der Panzer war sehr dunkel. Das Licht, das wir jetzt für die Kameraaufnahmen benutzen, war nicht da. Es gab nur ein bisschen Tageslicht, das durch die wenigen Luken eingefallen ist. Und vor allen Dingen war der Panzer viel, viel voller. In diesem Fahrzeug haben sich je nach Einsatzart 18 bis 23 Soldaten befunden.
Jedes Maschinengewehr ist mit 2 Soldaten bemannt gewesen. Der Kommandant, der Fahrer waren im Turm untergebracht. Es gab Mechaniker, es gab noch Brieftaubenwarte, es gab Leute mit lauter Sonderfunktionen, teilweise auch Infanteristen, die mitgefahren sind. Und neben diesen Personen, die sich diesen engen Raum teilen mussten, gab es noch Unmengen an Munition. Es gab 300 Patronen allein für die Bordkanone, es gab 18.000 Schuss für die Maschinengewehre und es gab die ganze persönliche Ausrüstung. Es gab noch Gewehre, die mitgeführt wurden, Rucksäcke und so weiter und so fort. Das Fahrzeug war unglaublich voll, es war unglaublich eng. Man kann nicht stehen, man kann sich gerade mal kniend bewegen. Bewegen konnte man sich eigentlich überhaupt nicht, um ehrlich zu sein. Man musste an seinem Platz bleiben und seine Arbeit verführen. Es hatte schon so ein bisschen die Anmutung eines U-Boots. Gleichzeitig waren die Lebensbedingungen hier drin fürchterlich. Der Motor in diesem Panzer war ungefähr schrankgroß, 200 PS Motor mit Lokomotive und überhaupt nicht gedämmt. Das heißt, er war unglaublich laut. Die Dämpfe zogen direkt raus, Gase, Abgase. Er war heiß. Das bedeutet, sie haben einen Panzer, der eng ist, dunkel, heiß, verraucht. Und dazu kommt noch, dass die Federungen des Fahrzeugs absolut unzureichend waren. Das bedeutet, wenn sie dann durchs Gelände gefahren sind, sind sie auch noch ordentlich durchgeschüttelt worden. Was bedeutet, dass in diesem Panzer Seile an der Decke montiert wurden, damit man sich einigermaßen festhalten konnte, wenn was passiert ist. Das bedeutet, die Arbeitsbedingungen in diesem Fahrzeug waren so schrecklich, dass es auch bei den Raketenpanzern mindestens einen Fall gab, wo eine Besatzung während des Gefechts ausgestiegen ist, um mal an die frische Luft zu kommen und sich zu erholen. Und man sagt, dass nach einem Einsatz die Besatzung ungefähr 48 Stunden lang nicht mehr einsatzfähig waren, weil sie so gestresst waren, so belastet waren von den physischen und von den psychologischen Eindrücken, dass sie einfach nicht in der Lage waren, direkt wieder ins Gefecht zu fahren. Im Ersten Weltkrieg war es sehr schwierig, Verbindungen nach hinten zu halten. Die Panzer mussten ja ihre Fortschritte nach hinten melden, zu den übergeordneten Stellen. Aber Funk war damals noch nicht transportabel auf dem Land. Man konnte zwar auf Schiffen Funk mitnehmen, aber in diesen Fahrzeugen war dafür kein Raum. Die Stationen waren noch sehr groß. Theoretisch hätte man Kabel verlegen können, um nach hinten zu morsen. Aber das war sehr anfällig, denn ein Kabel, das im Gebiet liegt, das unter Artilleriebeschuss liegt, hält nicht lange durch. Die Lösung war relativ einfach, ein vormodernes Mittel, Brieftauben. Das heißt, der A7V führte, übrigens wie die britischen Panzer auch, im hinteren Kampfraum hinter dem Motor einen Brieftaubenwagen mit und der kümmerte sich um einige Brieftauben, die in einem kleinen Paket mitgeführt wurden. Und wenn der Kommandant dann eine Nachricht nach hinten senden wollte, hat der Brieftaubenwagen diese Nachricht aufgeschrieben, der Taube in eine kleine Kapsel gepackt, ans Bein geheftet und die Taube aus dem Panzer starten lassen, zum Beispiel aus dieser Luke da oben. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, man stellt sich das so leicht vor, die Taube fliegt dann zurück und überbringt die Nachricht. So schnell ging das nicht. Die Tauben waren ja genau denselben Einflüssen ausgesetzt wie die Männer. Das bedeutet, sie waren auch im Rauch, in den Abgasen, in der Hitze, im Lärm, in all dem, was diese Hölle auf Rädern oder Hölle auf Ketten ausgemacht hat. Und das wiederum bedeutete, dass die Tauben im Regelfall, nachdem sie gestartet sind, erstmal eine kleine Pause auf dem Panzer gemacht haben, um sich zu erholen. Und das wiederum bedeutete, dass Aufgabe des Brieftaubenwartes es auch war, die Taube mit einem Stock in Bewegung zu versetzen, damit sie ihren Auftrag erfüllt. Interessanterweise ist im Panzer, im A7V, ein sehr modernes Lichtbildsystem, mit dem die einzelnen Stationen, die Maschinengewehre und Kanonen, vom Kommandanten angesprochen werden konnten, quasi auf Knopfdruck, und das 1916. Das bedeutet, der A7V verbindet in sich zwei verschiedene Sachen. Ein sehr altmodisches Kommunikationsmittel, also lebende Tiere, die rausgeworfen wurden, und andererseits technische Kommunikation über Knopfdruck im Inneren.